Die Black Weeks haben endlich gestartet und natürlich haben auch wir von Parfori richtig coole Angebote. Und bevor wir hier einsteigen und ich euch sage, welche Düfte ich in den Black Weeks testen würde, gebe ich euch mal einen kurzen Überblick, was für Angebote euch bei Parfori erwarten. Ich habe mir gleich mal den Kalender geschnappt, denn ein paar der Angebote betreffen definitiv diesen wunderschönen Kalender. Und wenn du ihn noch nicht gesehen hast, das ist der Parfori Adventskalender. Da sind 24 handverlesene Luxus- und Nischendüfte mit drin, die nur darauf warten, von dir getestet zu werden. Ich verlinke dir gleich mal das Video. Da hast du noch ein paar mehr Details zu dem Kalender. Nun aber zu den Angeboten. Es gibt 3 unterschiedliche Angebote zum Kalender. Option 1. Du bestellst dir einen Kalender für 99 € anstatt 149 €. Code blende ich dir ein, ist auch unten in der Description drin. Option 2. Du bestellst dir 2 Kalender zum Preis von einem, also 149 €. Hier bekommst du die Female-Variante des Kalenders on top gratis dazu. Und ehrlich gesagt, das ist doch auch ein richtig cooles Geschenk für Freunde, für Familie, für andere duftverrückte Menschen. Insofern, von den Kalendern kann man nicht genug haben. Und dann haben wir noch ein exklusives Angebot für alle da draußen, die noch kein Parfori-Member sind. Wenn du dich dazu entscheidest, eine 12-Monats-Mitgliedschaft abzuschließen, bekommst du einen Female-Kalender on top gratis dazu. Krass, oder? Also, wer jetzt noch einen Kalender haben möchte, ich habe unten auch nochmal in der Description die Details mit den Codes mit drin. Jetzt ist die perfekte Chance, euch noch einen Kalender zu sichern. Und an alle, die jetzt sagen, ich habe schon einen Kalender oder ich will keinen Kalender, es gibt noch auch für Parfori-Member exklusive, richtig coole Angebote, unter anderem auch Rabatte auf Einzelsamples. Die Details erfährst du aber bei uns in dem brandneuen WhatsApp-Channel. Je nachdem, mit welchem Device du jetzt hier das Video schaust, kannst du entweder den QR-Code abscannen, den ich dir einblende, oder guck in die Description runter. Da findest du direkt den Link zum WhatsApp-Channel und dort kriegst du die exklusivsten Black Week-Angebote von Parfori. Also, los geht's. Nun aber zurück zu den Schätzchen, die ich heute mit dabei habe. Ich habe heute Düfte mit dabei, die ich im Rahmen der Parfori-Testwochen ausprobieren würde. Es sind Düfte, die ich einfach richtig gut finde und wo ich denke, die könnten euch auch gefallen. Oder es sind auch Düfte, die wirklich sehr neu bei uns im Sortiment sind, denn ich weiß, gerade die Parfori-Member sagen mir immer, oh, mein Kalender ist schon so voll, ich kann gar nicht mehr on top was reinpacken. Jetzt in den Black Weeks ist vielleicht die richtige Chance, damit du auch mal neue Düfte ausprobieren kannst, obwohl dein Kalender voll ist. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal rein mit einem Duft, der noch nicht so lange auf dem Markt ist. Und zwar ist es der Palatine von Parfums de Marly. Und das ist wirklich ein wunderschön blumig, süßer Duft, den sie da wieder geschaffen haben. Ich finde Parfums de Marly Düfte sehr toll. Der Palatine ist auf jeden Fall einer, der sich da einreiht. Und wir schauen mal, was da so rauskommt. Der ist schon süß, fruchtig am Anfang. Birne, auch wenn die Birne hier eher frisch rüberkommt und nicht zu süß, eher die Zitrusfrüchte mit Mandarine, aber auch Bergamotte kommen mit raus. Aber im ersten Riechen hat man wirklich schon diese schönen Blüten. Ein wunderbar femininer Duft. Für mich auch leicht verspielt. Ja, und dieses Blumige kommt jetzt immer mehr in den Vordergrund. Dieses Fruchtige geht einfach so ein bisschen in den Hintergrund, schmeichelt diesem Duft, aber auch im Duftverlauf ganz toll. Und der Duft entwickelt sich für mich wie so ein schönes, blumiges Vollbad, so eine heiße Badewanne, wo ganz frische Blüten mit drin sind, die total aromatisch sind und diesen ganzen Raum wundervoll duften lassen. Und witzigerweise ist es aber so, obwohl der für mich so ein bisschen cremig, eben wie so ein Vollbad oder wie eine gute Bodylotion wird er im Verlauf trotzdem etwas pudriger, ohne dass er alt wird. Also das ist ein wunderschön femininer Duft, der sowohl an jungen Frauen funktioniert, der sowohl auch an älteren Frauen funktioniert, der einfach sehr schmeichelhaft ist. Der hat was Elegantes, aber ist auf der anderen Seite auch so ein bisschen verspielt. Also der hat so ein paar Gegensätze für mich mit drin, die den wahnsinnig interessant und spannend machen zum Riechen. Ein absoluter Alltagsduft, ein Duft, da sehe ich gar keine Einschränkungen, würde ich überall hintragen. Und es ist ein Parfums de Marly Duft, deswegen, ich bete es ja jedes Mal runter, Haltbarkeit mega gut, Sillage auch sehr gut. Nicht zu extrem. Ich finde, das ist ein Duft, der so eher im mittleren Bereich tatsächlich für einen Parfums de Marly Duft liegt. Ich finde aber, solche blumigen Düfte können dir auch wirklich kurz die Lichter ausschalten. Das kann zu intensiv sein und ich finde, bei dem Duft hat Parfums de Marly wirklich den richtigen Grad getroffen. Für mich ein wunderschön zu riechender, schmeichelhafter Duft. Ja,
kann ich euch empfehlen, falls ihr ihn noch nicht getestet habt, das jetzt vielleicht zu tun. Ich musste den Sugar Leather von Inuit Nomad mitnehmen, weil ich weiß, dass das ein sehr, sehr beliebter Duft ist und er passt einfach jetzt auch perfekt in diese Jahreszeit. Das heißt, wenn du jetzt sagst, hey, die Black Week ist für mich die Chance, jetzt auch vielleicht in den kälteren Jahreszeiten einen neuen Duft nochmal auszutesten, dann probier auf jeden Fall mal den Sugar Leather. Ich finde, das ist wirklich ein super schön harmonischer und auch schmeichelhafter Duft. Oh, dieser Start, was ganz anderes als der Palentine, den wir gerade gerochen haben. Wir haben hier was Vollmundiges, Süßes, Würziges, Karamelliges, einen wunderschönen Zimt schon im ersten Riechen. Ach, das ist so ein schmeichelhafter Duft, der super unisex zu tragen ist, der aber im Verlauf einfach so ein bisschen trockener auf jeden Fall wird. Also ich finde, der ist am Anfang so ein bisschen zäh, so ein bisschen süß zäh, wie so eine Masse, sage ich jetzt mal, aber nicht negativ gemeint, mit einem wunderschönen Zimt-Schneckenaroma und wird dann aber im Verlauf einfach etwas trockener. Der ist wunderschön würzig, harzig, zimtig, ein schöner, schöner Gourmand, gerade jetzt auch für die kältere Jahreszeit. Ein richtig gutes Sillage, Haltbarkeit hier auch wirklich top. Ich finde aber tatsächlich, dass das Süße so ein bisschen in den Hintergrund auf jeden Fall im Verlauf geht. Der ist nicht mehr ganz so intensiv, aber trotzdem sehr, sehr gut wahrnehmbar. Eine schöne Umhüllung einer warmen Decke oder einer schönen warmen Lederjacke. Ah, das sind schon schöne Winter-Vibes. Dieser Sugar Leather, der hat es mir schon damals, als ich den das erste Mal gerochen habe, wirklich angetan. Und nach wie vor, ich rieche ihn einfach so, so gerne. Ich habe noch einen, kann man es Geheimtipp nennen? Ich bin mir nicht ganz sicher, weil Philly und Phil ja wirklich auch an Bekanntheit gewinnt. Ich habe den Faith for Fantasy mit dabei, weil das ein Duft ist, den ich wirklich unwahrscheinlich gerne trage. Und ich habe ihn erst zuletzt einer Freundin von mir empfohlen, die total begeistert war. Und das ist so ein Duft, den wollte ich einfach mitnehmen, weil ich den wirklich super gerne auch im Alltag trage, da der nicht zu aufdringlich ist, aber ich finde trotzdem so, so besonders. Das ist einfach ein Herzenstipp von mir, den einfach mal auszuprobieren. Ah, der startet süß, ist ein wirklich synthetischer Duft. So ein bisschen farblos fast für mich. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was da drin ist, dann ist da Karamell, Praline, Ambra, Sandelholz. Ich weiß jetzt nicht, dieses Karamell oder auch die Praline. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das so rausrieche. Man riecht natürlich was sehr Süßes am Anfang, was aber irgendwie synthetisch frisch hinterlegt ist. Und ich finde, der schmeichelt einfach auf der Haut wahnsinnig. Also das ist definitiv auch ein Duft. Wenn du den bestellst, dann trag ihn bitte auf die Haut auf, weil der entwickelt sich dort ganz, ganz toll. Das ist ein Duft, den ich super gerne ins Office trage, den ich immer dann trage, wenn ich mich einfach gut fühlen möchte, aber nicht zu arg auffallen möchte. Wenn ich möchte, dass Menschen irgendwie mich wahrnehmen, aber nicht von mir erschlagen werden, dann trage ich diesen Faith for Fantasy. Und ich finde ihn so raffiniert komponiert. Bleibt so ein bisschen süß, aber frisch, so ein bisschen molekülmäßig und bekommt dann eben trockene Hölzer nochmal mit rein. Und das ist eine wunderschöne Entwicklung. Der Duft ist von der Sillage her nicht übertrieben. Der wird trotzdem wahrnehmbar sein bei dir. Also gerade wenn du auch in Meetings bist, man sitzt nebeneinander, die Menschen werden dich auf jeden Fall trotzdem wahrnehmen und sie werden sagen, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wow, was hast du denn für einen besonderen Duft drauf? Das ist ja mega. Also das ist mir so oft bei diesem Duft schon passiert. Und ich hoffe, dass du den Duft auch mal ausprobieren kannst. Richtig cool. Auch ein All-Time-Favorite von mir ist der Paragon von Initio. Während der Faith for Fantasy eher vielleicht in eine feminine Richtung geht, ist der Paragon ja wirklich ein super toller Unisex-Duft. Da habe ich auch so ein bisschen drauf geachtet, dass ich so für alle was dabei habe. Der geht auch in eine etwas andere Richtung, aber hat eben was für mich immer leicht Mystisches, aber Helles mit drin. Ich finde diesen Duft einfach spitze. Oh, dieser Start von diesem Duft mit Lavendel, mit Salbei, spritzige Bergamotte, die da noch mit reinkommt. Aber diesen Duft macht eben dieses wunderschöne Palo Santo aus, in Kombination mit einer fruchtigen Pflaume. Oh, das ist so, so schön. Der hat auf jeden Fall was Würziges. Wir haben auch Pfeffer mit drin. Der hat eben dieses holzige, trockene, was so ein bisschen im Gegensatz zu diesem fruchtig-süßen steht. Was aber eben nie der Star in diesem Duft wird, sondern eben so eine Phase hat, würde ich es jetzt mal nennen. Helle Verführung. Also ich finde, der hat Sexappeal, der ist aber nicht
zu übertrieben. Oh, diese Duftentwicklung ist einfach wirklich herrlich. Was ich bei dem Duft so schön finde, ist, obwohl wir eben Hölzer mit drin haben, wird der nicht zu trocken. Also der bleibt cremig, süß, ein bisschen die Pflaume, die eben mit rauskommt, die aber nicht zu intensiv ist, aber trotzdem wahrnehmbar. Eben wunderschöner, cremiger Sandelholzduft mit was würzig Krautigem. Ach, das ist ein ganz, ganz toller Schmeichler und für mich auch ein Duft, den ich tatsächlich immer tragen würde. Sehe da gar keine Einschränkung und eben Unisex. Auch ein Neuzugang ist der Aurora von Memoirs London. Das ist ein Duft, der wieder in eine komplett andere Richtung geht, der auch viele fruchtige Komponenten auf jeden Fall mit drin hat. Oh, das ist ein krasser Start. Sehr blumig, frisch, fruchtig. Hier maritime Noten im Auftakt in Kombination mit Bergamotte und dann, und ich finde, das riecht man wirklich raus, Ananas und Melone, die sich zusammenweben mit weißen Blüten und Rhabarber. Das heißt, er ist wirklich spritzig, frisch, trotzdem süß und trotzdem eben blumige Nuancen mit drin. Ist so ein bisschen eben erfrischender, auch ein sehr heller Duft, ein sehr freundlicher Duft, ein eher verspielter Duft und ich würde sagen, schon auch ein Duft, der eher in eine feminine Richtung geht. Im Verlauf, das ist total schön, finde ich, dass eine Vanille richtig schön rauskommt, aber trotzdem bleibt eben dieses frisch-fruchtige, erfrischende bestehen und das ist eine sehr coole Kombination, weil die Vanille natürlich was leicht cremig, tief, süßes nochmal mit reingibt und trotzdem bleibt der Duft ebenso erfrischend. Schöne Kombination, leichte Hölzer kommen mit rein, er bleibt hell, Moschus kommt mit rein, bleibt so ein bisschen cremig. Ja, was ganz anderes für alle, die sagen, naja, ich möchte eher einen etwas frischeren, fruchtigeren Duft, könnte vielleicht der Aurora was sein. Ein Duft, der vor allem sein Potenzial ausschöpft in den wärmeren Jahreszeiten, ist eben halt nicht so dunkel, nicht so vollmundig, wie zum Beispiel jetzt auch ein Sugar Leather. Nichtsdestotrotz eben auch ein richtig cooler Duft. Ich habe mich richtig gefreut, dass wir von Boroboko Düfte aufgenommen haben und ich habe den Red Wine Brown Sugar mit dabei. Ein Duft, der eine Ode an Wein sein soll. Ich finde es mega interessant, diesen Duft. Der ist sehr besonders, haben wir sehr neu im Sortiment und deswegen für all diejenigen dabei, die jetzt sagen, ich schnapp bei Black Friday zu und hole mir mal nochmal einen neuen Duft außerhalb meines Kalenders. Sehr fruchtig, aber sehr tief, fruchtig, süß, ein bisschen würzig und der bekommt was leicht holzig-erdiges auf jeden Fall mit rein. Es ist schon wie so ein Wein. Wir haben diese roten Früchte und wir haben eben was Fruchtiges, was aber nicht zu süß wird. Eben wie bei einem guten, schönen Rotwein. Ich bin ja eher trockene Rotweintrinkerin. Insofern ist es total nach meinem Geschmack. Ich mag das nicht, wenn es richtig süß ist. Das ist schöner, vollmundiger Rotwein. Das ist schon schön. Hier kommen alkoholische Noten mit rein, eine leichte Süße, was Karamellisiertes. Ja, ich kann die Idee definitiv nachvollziehen, diesen Wein darzustellen, diesen vollmundigen, richtig schön dunkelroten Wein für mich. Vielleicht in einem Holzfass gereift, weil wir eben diese holzigen Noten mit drin haben. Das ist schon ein eher dunkler, ein eher vollmundiger Duft. Für mich aber definitiv auch ein Unisex-Duft und übrigens auch ein Duft, der jetzt perfekt in die kalten Jahreszeiten reinpasst. Von der Intensität her würde ich den eher in der Freizeit oder zum Ausgehen tragen. Büro, ja, der hat schon Wumms. Würde ich wahrscheinlich eher nicht machen, auch weil er einfach so intensiv und dunkel ist. Aber sonst in der Freizeit, go for it. Und wir bleiben bei Früchten, denn ich habe von Commodity den Juice mit dabei. Und ja, wie der Name schon sagt, ist da auf jeden Fall was Beeriges, Saftiges mit drin. Boah, das ist schon sehr fruchtig, süß, für mich auch ein bisschen synthetisch am Anfang. Himbeere, Erdbeere, liebliche Blüten, die da nochmal mit reinkommen. Ist so ein bisschen wie so ein schönes Bombo, dieser Duft. Zumindest im ersten Riechen. Auch feminin, so ein bisschen verspielt, unterstreicht wirklich so diese feminine, helle Seite. Witzig finde ich, dass der Duft tatsächlich im Verlauf weniger synthetisch wird. Also oft kenne ich das, dass diese Synthetik dann eher zunimmt. Finde ich nicht. Hier kommen schöne Blumen mit rein, eine schöne Rose. Und dieses Erfrischende bleibt so ein bisschen auch mit Rhabarber. Das heißt, wir haben hier wirklich so was Saftiges, Fruchtiges, nicht zu übertrieben süß, also wirklich gut zu tragen. Von der Sillage her etwas zurückhaltend, insofern auch ein Duft,
den man super im Büro oder auch in der Freizeit tragen kann, aber eben auch eher feminin. Und ich hoffe jetzt, dass ich auch einen Duft dabei habe, wo du sagst, ja, hier möchte ich einfach mal in den Black Week Specials reinbeißen, im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich bei manchen Düften, und einfach mal durchtesten. Ansonsten, du kannst dir natürlich auch meine anderen Videos anschauen. Ich habe ein Video zu Gourmand-Düften, zu Vanilledüften oder auch zu Herbstdüften, gerade für die kältere Jahreszeit gemacht. Schau doch einfach mal, welcher Duft dich interessieren würde und vergiss nicht, die Angebote rund um den Adventskalender, schau in die Description und vergiss nicht, unserem WhatsApp-Channel beizutreten. Da findest du wirklich exklusive Angebote, auch für bereits bestehende Mitglieder. Da lohnt es sich wirklich, neue Düfte auszuprobieren. Ganz viel Spaß beim Shoppen und bis zum nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao!